Wir haben uns für einen neuen Vario Star entschieden. Warum, weshalb und wie das Ganze abläuft, darüber möchte ich in verschiedenen Videos hier berichten. Herzlich willkommen zu diesem ersten Video. Du sicher sein kannst, dass das ewig hält. Das kriegt natürlich nicht. Bis da auch noch was nutzen kannst. Ja, wie ist dazu gekommen, dass wir uns für einen neuen Vario entschieden haben? Wir haben in Spanien ein Camperpaar kennengelernt, die ein ähnliches Mobil fahren, also auch ein Vario Star fahren wie wir. Und die waren gerade dabei, einen neuen Vario zu planen und waren auch schon so weit, dass sie das neue Fahrzeug bestellt haben. Da durften wir mit dabei sein und die haben uns vieles gezeigt vom neuen Vario. Und da ist bei uns so der Wunsch aufgekommen, Mensch, wir könnten uns ja auch nochmal einen neuen gönnen. Und das wollen wir jetzt machen und das wollen wir jetzt verwirklichen. Und da sind wir jetzt in der Planung. Da gehen wir dann gleich mal rein hier zu Vario Mobil. Dort treffen wir auf Heiko Hülsmann. Mit dem haben wir schon dieses Mobil geplant und gebaut. Und der wird uns auch dieses nächste Mobil planen und bauen. Und ja, da wissen wir, dass wir da gut zusammenarbeiten, weil wir uns schon, ja, kann sagen, fast 20 Jahre kennen. Und von daher ist das ein angenehmes Arbeiten miteinander. Hallo Heiko. Ja? Ja, wir kennen uns schon länger. Ja, ich glaube fast 20 Jahre. So lange fahren wir Vario. Das sind ja schon 20 Jahre. Ah gut, jetzt lass uns überlegen. Ja. 17, 18 könnte sein, 20 Jahre. Ja, kann gut sein. Ne? Wir haben ja gemeinsam den ersten geplant und jetzt setzen wir uns gleich an den Tisch und planen den zweiten Vario Star oder sogar dritten. Geplant haben wir zwei zusammen, den dritten fahren wir dann. Dritten, zweiten, neuen. Genau. Und der erste war doch ein Gebrauchter, ne? Das war ein Gebrauchter, ja. Genau. So, und da wollen wir dann heute mal sehen, ob wir da zu Potte kommen. Okay. Lass uns loslegen, komm. Okay, machen wir. Natürlich wurde Rita auch von Heiko Hülsmann begrüßt. Das sage ich nur deshalb, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Das war an diesem Tag nicht unser erstes Gespräch zu unserem neuen Vario Star mit Heiko Hülsmann. Wir hatten schon Mitte Mai ein Gespräch, da ging es um das Grundsätzliche. Ich möchte das Ganze ja chronologisch darstellen und zeige deshalb Bilder von unserem ersten Treffen und wie wir es hingekriegt haben, dass wir nicht 2,5 Jahre auf einen neuen Vario warten müssen. Aufgrund der großen Nachfrage nach Wohnmobilen gibt es auch bei Vario jetzt Lieferzeiten von bis zu 2,5 Jahren. Normal sind maximal 2 Jahre. Das ist uns natürlich ein bisschen lang und da haben wir dann versucht, da einen kürzeren Zeitraum hinzukriegen und das haben wir geschafft und darüber sind wir schon mal froh. Wir hatten bei YouTube auf dem Kanal von German Television gesehen, dass Vario Mobil ein Vario Star baut als Vorführfahrzeug. Und da haben wir angefragt, ob wir das Fahrzeug nicht nach einer gewissen Zeit übernehmen oder kaufen können. Wir sind uns mit Vario Mobil einig geworden. Das Fahrzeug wird jetzt gebaut und voraussichtlich bis Ende des Jahres fertig. Und dann bekommen wir das Fahrzeug im September 2023. Solange bleibt es im Besitz der Firma Vario Mobil und wird als Vorführfahrzeug genutzt. Das Ding drehen wir nachher um und daraus entformen wir das Teil, was wir brauchen. Man ist schon angefangen zu bauen an dem Vario Star, den wir mal übernehmen sollen. Und so sehen wir die erste Bauphase, was dort am Fahrzeug erstellt oder gebaut wird. Den Grundriss können wir nicht mehr großartig ändern, den müssen wir so nehmen, wie er hier jetzt gebaut wird. Das ist auch kein Problem, denn wir hätten ihn ohnehin so genommen. Wir haben aber natürlich noch großen Einfluss auf die Details und natürlich auf die Inneneinrichtung, sprich jetzt Leder, Fußboden und so weiter. Das können wir natürlich alles jetzt noch im Detail bestimmen. Wir haben die Zeichnungen von diesem Fahrzeug eingesehen, haben ein konkretes Angebot, das uns auch komplett vorliegt, eingesehen. Und natürlich haben wir auch über den Preis gesprochen. Und bei diesem Fahrzeug muss man mit einem Preis von etwa 600.000 € rechnen.
Der Preis kann natürlich noch höher liegen, hängt von der Ausstattung ab. Hier werden ja auch Arbeiten am Rahmen durchgeführt, damit das alles lange hält und nicht rostet, wird es entsprechend versiegelt. Wie die versiegelt sind. Ja. Das macht keiner. Ja. Oder da in den Ecken. Das ist alles dicht gespritzt, wo du sicher sein kannst, dass das ewig hält. Das kriegt natürlich nachher noch unter Bodenschutz drauf, aber erstmal als Dichtmasse jetzt so verkleidet. Ne? Das wird ein Staufach. Ja. Wo du hier eben bis da auch noch was nutzen kannst. Ach so, da kann das schon gesehen. da kann man Aber das durchladen. Ist aber nur von außen. Aber nur bis da hinten hin. Ihr habt nur im Boden habt ihr keine, von drin habt ihr keine Klappen. Können wir ja nicht, weil wir Fußbodenheizung haben. Ah, siehst du, andere haben das immer so von innen. Das fand ich immer so gut. Oh Mensch, wir gehen mal an unseren Weinkeller. Das sieht im Rohbau immer so aus. Man meint das. Also hier fehlt ja jetzt auch noch ein Reifen, ne? Da muss ja noch einer drauf. Nee, das täuscht nur. Hier ist nachher der Einstieg. Ne, das wird rausgeschnitten. Gasflaschenkasten. Gasflaschen, ja. Ist hier auf Auszug, ja. Ja, das hatten wir jetzt auch nicht mehr. Die Maße von unserem neuen Vario sind unserem jetzigen sehr ähnlich. Wir haben eine Länge von 8,25 Meter, eine Breite von 2,30 Meter und eine Höhe von 3,40 Meter. Als Fahrgestell wird genutzt ein MAN TGL 8220, also mit 220 PS, Euro 6, der ein Gesamtgewicht hat von Natur aus von 8.800 Kilogramm, der aber für uns abgelastet wird auf 7.490, damit wir ihn mit unserem Führerschein fahren dürfen. Wir werden eine errechnete Zuladung von ca. 700 Kilogramm haben. Tankgrößen werden bei uns sein 300 Liter Frischwasser, 200 Liter Abwasser und 150 Liter Fäkalientank. So sieht das aus, wenn das gerade gemacht ist. Das ist noch nicht lackiert oder was ist das noch? Das ist jetzt die Innenseite auch. Ja. Das ist die Front, wo nachher die Front davor kommt. Ach so. Guck mal hier drunter, da siehst du, dass dieser Teil abgefräst ist. Ah ja. Wo nachher die Front drauf liegt Und dann mit verklebt wird. und Ja. angepasst wird. Ja. Ne, das richtig. ist also die Innenseite. Das ist Aluminium jetzt, ja, ne? Ja. Ja. Außen wieder GFK. Ja. Und das ist die Beifahrerseite. Die Seitenwände sind auch schon hergestellt. Sie werden demnächst auf die Bodenplatte gestellt. Hier wird natürlich nicht nur an einem neuen Fahrzeug gebaut, sondern auch an mehreren. Hier zum Beispiel ein Mercedes Actros als Fahrgestell. Und dort wird dann aufgebaut entweder ein Vario Perfect oder ein Vario mit Alkoven. Ja. Und habt ihr denn irgendwie Lieferschwierigkeiten schon bei den Fahrgestellen oder gibt es da noch? Also gut, dadurch, dass wir so einen langen Vorlauf haben, können wir das natürlich eintakten dementsprechend. Ja. Und haben eigentlich bisher noch keine Schwierigkeiten, nein. Ach so. Der erste neue Vario Star, das heißt das erste neue Modell, ist jetzt in der Endphase des Baus und fast fertig. Und das dürfen wir uns hier mal jetzt ansehen. Wir haben uns wieder für eine Barversion entschieden und auch für ein offenes Bad. Ich habe jetzt hier ein Foto aus einem Prospekt. So oder so ähnlich wird dann unsere Einrichtung aussehen. In diesem Fahrzeug zum Beispiel sind schwarze Armaturen im Bad verbaut. Das wollen wir nicht. Wir werden ganz herkömmlich wieder Chromarmaturen nehmen. Vom Hersteller Victron wird die gesamte Ladetechnik eingebaut, auch die Lithiumbatterien und so weiter. Also wie gesagt, wir sind irgendwann vom Mastervolt auf Victron umgeschwenkt. Was hier kommt. Ah ja. Und das geht hier dann in hell weiter. In eurem Fall wäre das dann eben in dem anderen Ton, in dem Schlammton. Oder ihr sagt doch, ihr wollt das Leder haben. Ja. So, aber das sieht doch hübsch aus. Ja, ja, das ist alles. Hier kann ich mit dem Laptop arbeiten. Ja, wenn man möchte. Ja, du, das weißt du, Sitz gedreht und dann hier, ja. das ist gar nicht so schlecht. Nein, nein, alles. Nicht groß. Hat das Vorteile, so eine Tür, oder gegenüber so einer Klappe? Also Gut, und man kann jetzt ja so
Auch man hat nicht nach oben hin. Manche meinen, dass wenn du jetzt hier an der Hecke stehst oder an irgendwas stehst, an der Mauer, kannst du die so weit aufmachen und du kommst da Du dran. kannst an diese Seite immer dichter ranfahren. Wie oft muss ich, wenn ich Hartmut einweise, ich sage, warte mal, ich muss eben die Klappe aufmachen, Ja. ob du überhaupt noch ran kannst. Richtig. Selbst bei unserem Platz da immer Atul, weißt du, da musst Stimmt. du weit ab. So, und hier hast du es eben so weit Richtig. aufmachen. Und bei der Klappe hast du immer diesen Radius. Ja. den du Immer, drin hast. immer. Nachteil, dass du natürlich wieder nicht im Trockenen stehst, aber gut. Alles haben kann man nicht. Wir bekommen natürlich auch Lithiumbatterien, allerdings vom Hersteller Victron. Und Solar bekommen wir auf dem Dach von etwa 600 WP. Hier sehen wir jetzt die Abgasregelung mit der neben rechts dem AdBlue-Tank. Dieses Fahrzeug, was hier jetzt in der Endphase im Bau ist, bekommt noch herkömmliche Außenspiegel. Unser Fahrzeug bekommt dann kamerabasiertes Spiegelersatzsystem. Das Gute ist, dass wir bei diesem Fahrzeug, was fast schon fertig ist, uns alles genau anschauen können und wenn wir irgendwelche Fragen haben, können wir die dann vor Ort klären. Wer so wie ich technisch interessiert ist, für den ist es natürlich hier eine tolle Geschichte. Man kann hier viele Sachen sich anschauen, das mache ich natürlich gerne. Aber ich kann natürlich nicht jeden Tag hier sein, das geht natürlich auch nicht. Aber ich bin schon mal dankbar, dass die Firma Vario Mobil mir die Möglichkeit gibt, hier mit der Kamera einige Aufnahmen zu machen. Hier im Boomte werden nicht nur Neufahrzeuge gebaut, sondern werden auch bestehende Fahrzeuge gewartet, umgebaut. Das ist auch immer interessant. Dann sieht man, was für unterschiedliche Fahrzeuge hier gebaut wurden. So oder so ähnlich wird unser Vario-Start dann aussehen. Ich werde den Bau weiterhin begleiten. Das Ganze wird ja noch einige Monate dauern bis zur Fertigstellung. Und so werde ich dann von Zeit zu Zeit immer hier ein Video veröffentlichen, wo wir die einzelnen Bauabschnitte dann sehen. Wenn ihr Fragen zum Bau dieses Fahrzeugs habt oder überhaupt allgemeine Fragen zum Vario Mobil, dann dürft ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde versuchen, so weit wie möglich diese Fragen dann zu beantworten. Das war für uns ein anstrengender Tag und so verlassen wir am frühen Abend das Werksgelände der Firma Vario Mobil in Boomte. Das war's mal wieder. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bye bye.